Servus! Hallo. Oh, was macht's denn ihr da? Wir sind das Filmteam da. Theo hat gemeint, wir treffen uns da. Filmteam? Wer seid ihr? Theo? Filmteam. Theo hat gemeint, wir treffen uns da. Weißt du was? Hat er denn letztens was gesagt, glaube ich? Ist das heute oder was? Schaut so aus. Okay. Na dann kommt's einmal rein. PC-Bär. Ja, so perfekt. Schau, da sind wir ja. Was ist los? Ja, Kamerateam ist da. Für Theo. Und Oder für Theo da. der Herr Sell Wie fühlt sich persönlich jetzt, ist. Das. Was nicht. Ihr wisst nicht, wo er ist, gell? Unser Regisseur ist tot. Jetzt muss ich das machen. Es ist schon 3/4 und der Harvey ist nicht da. Was, jetzt kommt der schon wieder zu spät, oder wie? Ja, ich glaube, sein Auto war oder ist noch in der Werkstatt. Jetzt je nachdem, wenn seine Mama ihm das Auto gibt, dann muss der gleich da sein, sonst fährt er mit dem Zug. Was mir immer auffällt, das ist die Stelle Ende zweite Strophe, Anfang vom draufgehenden Part. Eine von den zwei Gitarren, die da einsteigen, sind irgendwie. Also eine ist falsch. voll. Bin mir nicht sicher welche, aber entweder ist es ein falscher Ton oder ein. Ja, ich seh's. Schau. Bist eh schon da? 4. Pünktlich wie die Uhr. Naja. Die war offen, war ja sehr schnell herunten. Glaubst du, bist da daheim oder was? Ja, eigentlich schon, also sind wir eine Band. Ne? Schatzi, gehen wir's an? Ja, dürft nichts. Ja? Was spielst denn du schon wieder für einen Scheiß? Ja, passt eh. Nein, es passt nicht. Du sollst das spielen, was wir uns ausgemacht haben. So, es passt eh. Es klingt ja gut. Nein, es Ja, passt es überhaupt passt. nicht. Nein, wir haben letzte Woche was anderes gespielt. Wir haben da beschlossen, dass wir es anders spielen. Da weiß ich jetzt nicht mehr. Ich meine, du kommst jede Woche spät, verstehst, und dann spielst du noch irgendwas daher. Ja. Entschuldigung, dass ich arbeiten gehen muss.
Ja, und dann die depperten Ausrenner die ganze Zeit. Was war arbeitest du? Machen wir Pause, Machen wir Stefan, Pause. machen wir Ein Pause. Hafen der Wichser, im Vergleich zu dir. Scheiß Student. Gescheiße. Arschloch, Drecksau, Ficken. Alter, komm, schleich dich jetzt mal. Und das waren die Nachrichten. Es ist 7:15 Uhr und ich wünsche allen, die es jetzt eingeschaltet haben, einen wunderschönen guten Morgen. Das Wetter ist heute wieder ausgezeichnet. Kein Wölkchen trübt den strahlenblauen Himmel und das soll sich die Woche auch nicht mehr ändern. Wir erwarten Höchstwerte. Man treibt sich so lang an, bis einem alles schnell wird. Verspürt einen großen Druck, ohne Grund. Aber ich will nicht warten, bis ich graue Haare krieg. Und immer wünsch ich mir noch einmal. Tag ein, Tag aus, hört man das gleiche reden. Du musst fleißig sein. Das ist ein scheiß Tag heute. Irgendwie. So wie eigentlich fast jeder Tag irgendwie so ein scheiß Tag in letzter Zeit ist, aber ja, heute irgendwie recht besonders scheiße. Ich weiß nicht, irgendwie früher, wie ich beim Thomas gelernt habe, ich weiß nicht, das war irgendwie, war einfach geil, keine Ahnung. Wir haben uns irgendwie um 10 Uhr uns getroffen, ganz lässig, haben wir einen Kaffee getrunken, haben mal Pläne angeschaut und sind rein und haben dann gleich mal angefangen zum Ofen bauen und haben nicht irgendwie so, wir haben halt nicht so eine Struktur gehabt in dem Ganzen, aber es war trotzdem alles funktioniert, ja, und wir haben halt unser Ding gemacht, halt die Sonderanfertigungen für gestopfte, reiche Leute, die halt irgendwie einen Schaden haben, aber gut zahlen, ja. Auf jeden Fall haben wir eben Sonderanfertigungen gemacht und sind dann einfach öfters auf so Baustellen gefahren und haben dann dort mit den Leuten auch geredet und so. Das habe ich auch cool gefunden. Auf jeden Fall haben wir dann zum Beispiel, einmal waren wir bei so einem komischen Dude, so ein, also sie, so ein Industrial Designer, so einen Gestörten. Und der hat halt schon, seine Zeichnung für die Fliesen hat er schon, weiß nicht, ausgedruckt und den ganzen Ofen am Plotter rausgeschossen und uns so einen Plan gegeben, wie er den gern hätte. Und wir haben das dann halt ausgearbeitet mit ihm. Und ich war dann halt irgendwie so beauftragt, diese Fliesen, diese Kacheln zu machen. Und ich habe es halt irgendwie voll verhaut, wie ich es das erste Mal gemacht habe.
Und es hat dann halt auch länger gedauert, aber irgendwie war es dem Thomas damals voll wurscht, wie ich das so verhaut habe. Ich habe halt einfach immer weitermachen dürfen und er hat mir dann auch geholfen, bis ich es dann hingekriegt habe. Ja. Und Thomas war irgendwie sowieso immer irgendwie wurscht, wie viel Zeit ich für was braucht habe. Und er hat einfach zu mir gesagt, ich soll irgendwie eine geile Ausbildung haben und ich soll viel Wissen mitnehmen, so viel wie möglich. Ja, und wir haben halt eigentlich auch immer dafür nachher recht wenig Geld gehabt. Für das, dass wir so viel Zeit lassen haben. Ja. Aber es war uns wurscht irgendwie. Also ihm nicht so ganz, aber er hat sowieso nicht mit Geld umgehen können, deswegen war das nachher sowieso, ja, war das halt einfach so dann. Das hat sich ja nicht geändert. Ja, und dadurch nachher irgendwann meine Lehre mal vorbei war und natürlich ich dann ein normales Gesellengehalt bekommen hätte sollen, hat er dann mich irgendwie vermittelt zu einer anderen Firma, die so Standardöfen herstellt, weil er sich mich nicht mehr leisten hat können. Ja. Und dann bin ich halt zu der anderen Firma gegangen. Eigentlich war frohe Dinge, ja, einmal raus aus der alten Firma. Und dann bin ich halt jetzt eigentlich noch immer dort und arbeite da irgendwie so vor mir hin. Und ja, die bauen halt so Standardöfen. Wie gesagt, das ist nicht mehr das gleiche wie früher. Das sind halt fade Öfen, sind so, wie soll ich sagen, so Dinger, die sich jeder Wappler, der sich ein Haus baut, einfach einsteigen kann und sich leisten kann, sagen wir so. Und dort bin ich dann nochmal, also in ziemlich faden Bereich, ich tue halt die ganze Zeit eben Fliesen machen. Also so Tacheln für den Ofen. Ja, und wir kennen ja, also es wäre cool, wenn ich in anderen Schritten damit arbeiten kann, zum Beispiel beim Zusammenbau dann vom Ofen oder so, oder einfach noch auf die Baustelle mit. Das geht auch nicht. Und am allergeilsten wäre es halt, wenn ich wirklich bei den Sonderanfertigungen mitarbeiten könnte, das würde mir taugen. Aber da kommen erstens nur ganz wenige rein und die, was gemacht werden, die macht halt der Sohn vom Chef irgendwie. Ja. Weil der irgendwie der hat halt da den Vortritt. Der darf das machen. Und mit uns die ganze Zeit besänftigen, oder wie sagt man da? Ja, halt mich abhalten. Also sagen, ja, wisst schon irgendwann einmal. Wo jeder weiß, dass es nie sein wird. Ja, aber irgendwie, ja, man kann das ja irgendwo verstehen, dass die halt da so sind, weil das ist halt Business und das läuft überall so. Ja. Da kann ich jetzt auch nicht irgendwie mich aufspüren und dann fliege ich halt auch sofort aus. Ja. Aber irgendwie ist halt zur Zeit irgendwie so, dass einfach jeden Tag irgendwie nervig und scheiße ist, einfach jeden Tag den gleichen Shit machen. Und ja, wenn es mir so irgendwie so geht wie heute, dann fahre ich halt daher zu meiner Großmutter und zu meinem Großvater und spiele halt Orgel im alten Proberaum. Ja, da steht sie noch. Ja. Und Konrad damals ja da immer probt und wir bieten so ein Fusion mit den ganzen Bands haben wir da angefangen zum Proben. Das war cool. Ja, das macht mir dann irgendwie wieder. Das haut mir wieder Viere, so wie man so schön sagt, wenn ich da bin. Ja. Eigentlich kann ich Ihnen den jetzt sagen. Gehen wir mal um. Ein bisschen Brauerei anschauen. Was kommt's? Ja, das ist jetzt das Zimmer von meiner Oma. Und das ist der Proberaum. Weiß nicht, ja. Ja, da ist der Konrad gestanden mit seiner Gitarre. Ich im Schlagzeug da hinten in der Ecke. Der Martin im Keyboard da und Philipp am Bass da. Und das war dann Coca-Cola Zitrone. Und das haben wir 2 Jahre lang betrieben, den Sport. Und dann haben wir die Orgel gehabt. Und dann habe ich, nachdem ich ein bisschen spielen hat können, habe ich Repeat, also ein Fusion gegründet. Und seitdem bin ich mit ihr verbunden. Und irgendwie, ja, ist mein Schatzi, mein Entspannungsgerät. Und ja, sie hat leider einen Schaden dazwischen schon. Ich spiele die ganze Zeit einen Grundton vom G, wie man gleich hören wird. Ja, das nicht. Ja. Wurscht.
irgendwie hätte ich jetzt gern mehr Ruhe und würde gern ein bisschen allein sein. Ja, was soll ich sagen, das ist mein neues Lied, das habe ich gestern gemacht. Ist zum ersten Mal irgendwie, also ist deutschsprachig und anders irgendwie. Und halt alles am Computer gemacht. Und mir gefällt das voll gut jetzt, so wie das geworden ist. Und irgendwie schön, wenn das so hinhaut, wenn man allein was macht. Ja. Das sind wahrscheinlich meine Seiten, meine italienischen, meine Gitarrenseiten. Hey, komm mal. Oh! Was drin? Und? Gut, danke. Passt das. Was sagst du? Das Zimmermanns, das ist Chaos da. Nein, Alter. Ja. Die Musik oder was? Ja, die Musik. Okay. Bist das du oder was? Ich weiß nicht. Echt? Ja. Okay. Ja, ist cool. Cool? Ja. Ja. Du meinst mal deutschsprachig, oder? Okay. Du was anderes wegen der Band. Wir haben uns gestern einmal getroffen, zusammengesetzt. Wieso? Alter. Wieso? Ja, wir haben was besprochen. Ja. Nochmal. Also. Ja, das war spontan einfach zusammengesetzt. Da, Ja, das geht ja. Also ich meine, also. Ja, ja, auf jeden Fall. Es geht um das, dass wir über unseren weiteren Verlauf, unseren weiteren musikalischen Verlauf noch darf ich nicht dabei sein oder was? Beim weiteren. Schau, er zu. Ja, wenn es vorangeht, warum bin ich da nicht dabei? Ja, wir haben, das hat sich so ergeben, da haben wir jetzt nicht groß herumtelefoniert, das ist einfach spontan im Keller passiert, dass wir einfach alle beisammen waren. Und dann sitzen alle 4 Leute. Ja, zusammen. auf jeden Fall haben wir darüber nachgedacht, wie das jetzt dann weitergehen soll, musikalisch. Und es liegt jetzt nicht an dem Gitarrespielen oder an deiner Technik oder so. Wir sind einfach irgendwie draufgekommen, dass du jetzt nicht so der Teamplayer bist. Ja. Ja, was willst du von mir überhaupt, Alter? Keine Ahnung. Irgendwie, jetzt spielt der neue Harvey von denen und keine Ahnung, seit 3 Wochen, Alter, bin ich nicht mehr bei der Band, ja. Wir haben es gegen so einen schierchen Schönling eingestellt und das ist so grausig anzuschauen. Keine Ahnung. Also ich weiß nicht, ich schaue mir jetzt das Konzert an und dann weiß nicht, wie es weitergeht bei mir. Irgendwie bin ich, was weiß ich, komm, schau mal, was weiß ich. Fickt euch jetzt, Alter! Du, ey, magst du einen Sticker haben? Nein, Alter. Vielleicht von der Band, die spielt gerade. Alter, du machst für den Ja, die sind voll geil. Du willst das Wirstel jetzt für die Band eine Promotion machen oder was? Oder was willst du? Streik die Arme, Alter. Das sind nur Bist du Sticker. überhaupt? Alter, sorry, man, ich wollte nett sein. Er fickt dich, Alter. Juck dich, Alter. Im Scheiß kannst du baden gehen, Alter. Vorgestern warst du noch hin, Alter. Keine Ahnung, was ist hier, Alter. Das sind nur...
going through this pain barrier that makes the body grow then. And this last 3, 4, 5 repetitions, that is what actually makes the muscle then grow. Was willst du jetzt? Ich will mit dir. Und was willst du jetzt? Verloren sind wir. Ich habe dich begriffen. Wie weit willst du gehen? Ich habe die Liebe verloren, die Liebe verloren.
Hey, was sagt ihr dazu, wenn wir uns ins Wohnzimmer hauen? Ja? Ja, schön, dass ihr da seid. Freut mich. Es ist jetzt eh schon 2 Monate, gell? Ja, voll. Ist schon Zeit. Ja, seitdem hat sich viel getan. Mit der Band läuft es echt gut. Haben jetzt ein paar gute Auftritte gehabt. Ein paar stehen auch schon wieder in Planung. EP haben wir rausgebracht. Und ja, und das mit dem Theo scheint gut zu funktionieren. Also, das freut mich total. Aber eben das früher schon öfters gedacht, dass er einfach seinen Schädel durchsetzen muss. Und einfach wirklich seine Vorstellungen 1:1 verarbeitet und sie dann auch wirklich auf der Bühne so wiedergibt. Das, glaube ich, ist sehr wichtig für ihn und wie man sieht, scheint es wirklich gut zu funktionieren. Also, ich habe ihm jetzt dann vor kurzem nämlich eine SMS geschrieben und habe ihm halt gratuliert wegen seinen 7000 Views auf YouTube. Und da hat er mir zurückgeschrieben und hat mich echt zu seiner Party eingeladen. Ja, ich weiß halt noch nicht, ob ich hingehe. Aber schauen wir mal. Hey, ihr seid vom Film. Ist klar? Nein? So, erzähl mal. Das ist mein nächstes Plakat. Bin ich. Titus Probst. Also ab jetzt für euch auch. Ja. Zum Plakat. Ich würde sagen, das Plakat zum neuen Video, das ich gemacht habe mit dem Günther. Und ja, also vielleicht zeige ich das einfach. Komm mit, zeige ich gleich. So, da. Bitte gut aufspannen. Jo. Es ist mega gut angekommen. Wir haben jetzt 7667 Views. Geile Zahl, geiler Typ. Vielleicht sage ich jetzt einmal einfach den Günther, oder? Der war ja sehr stark beteiligt und deswegen. Günther? Günther! Was? Also, ja, na? Ja, gerade nicht Zeit. Ja, wurscht. Heute Party, gehen wir Vollgas. Wir feiern heute, dass das wieder so gut ankommt und dass ich irgendwie so, dass ich das irgendwie so geschafft habe, das irgendwie mit dem Video. Ja, das feiern wir auf jeden Fall. Und wir werden das ist eine Party und da lege ich auf und dann vielleicht als Überraschung werde ich dann vielleicht noch ein neues Lied von mir spielen. Und das alles werden wir weltweit hinausschicken. Richtung Satellit und wieder zurück und dann ins Internet und dann weltweit. Ne? Auf jeden Fall. Und was soll ich sagen? Keine Ahnung. Ist geil. Weil viel Leute kommt. Also sie steckt voll die Bude. Ja. Aber ihr fragt sich sicher, warum es mir eigentlich so gut geht, oder? Ja. Ja. Ja, irgendwie. Einerseits hat mir halt, keine Ahnung. Irgendwie hat mir meine Freundin hat mich verlassen. Und die ist halt weggegangen. Und die hat dann irgendwie dann so gesagt, Theo, geh deinen Weg, hat sie gesagt. Und dann hat sie aber gesagt, irgendwie so, bitte Theo,
geht denn ohne mich. Ja? Und ich dann irgendwie so, also ich hab's überhaupt nicht verstanden in dem Moment. Aber irgendwie, ja, inzwischen geht's eh wieder. Da war halt da war halt das noch mit der Band auch noch, was wir ausgeschmissen haben und so. Aber irgendwie, muss ich sagen, irgendwie hat das hat eh passt, ja. Also zuerst die Band, oder was, na, ja, wurscht. Aussehen und irgendwie habe ich dann halt angefangen, mich mit dem Ganzen selbst zu beschäftigen. Ja. Also mit mir selbst zu beschäftigen und das hat dann irgendwie viel passt und irgendwie habe ich gemerkt, ja, da geht was, ja. Und dann habe ich mir gedacht, scheiß drauf und jetzt endlich weg mit dem scheiß Job hauptsächlich. Aber es war echt noch so ein schweres Stück für mich und dann habe ich ihm gekündigt, voll geil. Und dann bin ich eben zum AMS gegangen einmal, mich einfach, wie soll ich sagen, arbeitslos melden. Und dann, die war dann gleich so entsetzt. Herr Jetzel, warum kündigen Sie bei so einem super Betrieb? Und ich gesagt, ja, irgendwie nur der Shani war für jeglichen Scheiß. Und dann muss ich ja, das dürfen Sie aber nicht sagen, wenn Sie sich woanders bewerben. Sie ja, na, weiß ich, bla bla, die Scheiße, die ganze. Und dann sagt sie, ja, sie weiß jetzt auch nicht, was sie mit mir machen soll. Sie schickt mir jetzt zum psychologischen Gutachten und zum Berufseignungstest. Und ich dann hin dort, gemacht, und Wochen später wieder zu meiner Beraterin. Und sie dann so schon die Hände zusammengeschlagen, kopfschüttelnd und sagt zu mir, sie weiß wirklich nicht, sie weiß es einfach nicht, was ich machen soll. Als wäre ich jetzt so der arge Härtefall, ja. Wurscht. Auf jeden Fall hat sie mir dann irgendwie, also genau, sie hat dann gesagt, dass ich im Kreativbereich eben so starke, wie sagen wir, Auswucherungen habe und ein bisschen handwerklich und ja, psychisch bin ich auch nicht auf der ganz gesunden Welt. Und dann hat sie mich heimgeschickt. Ja, und dann bin ich halt irgendwie, ja, bin heim. Und heute haben wir Steigen Bier gekauft für die Party mit dem Arbeitslosengeld. Und irgendwie sehe ich ja das ganze Arbeitslosengeld irgendwie so als Förderung, es geht schon. Und jetzt machen wir mal mit der Kohle was, vor allem mit der Zeit, die man dann hat. Weil wenn man arbeitet, hat man immer noch so scheiß wenig Zeit für die ganzen Sachen, die ihn interessieren. Und jetzt habe ich halt Kohle, kann machen, was ich will. Und ich arbeite eigentlich im Grunde genommen. Für manche Leute, die sollen nicht arbeiten, aber für mich schon. Ja. Tito serviert bitte. Ja, gleich präsent. Geiler Shit. Ich muss mal schauen, dass der gut geht. Theo, ich habe nicht was zu tun. Ich war nämlich in Frankreich. Ja, ich weiß, auf hier, oder? Aber Theo, wir haben mal. Nein. Der ist 2,5 Jahre lang in Eichen. 450 € kostet es normalerweise. Ja, ich habe ihn kennengelernt. Hey Theo! Mach ein bisschen Mucke, komm, geht schon! Ich würde mal Interview sein, gell? David! Ah, wir haben es. Danke. Ist geplatzt und ich bin
auf die Welt gekommen, 9 Monate danach. Meine Eltern haben mich großgezogen, dann haben sie sich getrennt. Ich war verzweifelt mit 13 oder 14, bin ich zum Psychologen gerannt. Ich habe mich so entwickelt, wie ich bin. Und eines Tages werde ich für euch alle singen. Und ich habe schon viel probiert. Ich bin beim Alkohol gelandet und ziemlich frustriert. Und eines Tages, wenn die Sonne scheint, dann leg ich neben mir im Bett und denke über mich nach. Und eines Abends in meinem Bett, da denke ich über mich selbst nach und find mich perfekt. Wieso bin ich so, wie ich bin, und ich bin nicht so wie er, der einfach so ist, wie er ist und nicht so wie ich. Viel entspannender kann es doch nicht mehr sein. Es ist viel zu verwirrend auf diesem Planeten, den wir begrüßen jeden Morgen mit der Sonne, mit der wir aufstehen. Ich habe schon darüber nachgedacht, wie es ist, einfach das Licht abzudrehen. Und wenn ich aufwache, dann geht die Sonne auf. Meine Mutter war für mich da und ist es jetzt noch. Ich habe einen netten Vater, doch ich habe auch jeden Samstag einen Kater. Und eines Tages, wenn die Sonne scheint, dann leg ich neben mir im Bett und denke über mich nach. Und eines Abends in meinem Bett, da denke ich über mich selbst nach und find mich perfekt. Und eines Tages, wenn die Sonne scheint, dann leg ich neben mir im Bett und denke über mich nach. Und eines Abends in meinem Bett, da denke ich über mich selbst nach und find mich perfekt. Titus. Okay, du hast immer Nummer, oder? Ja, ich habe vorher irgendwie voll. Sehr. Okay. Ciao. Ciao. Danke. Und das, so, Luise. Echt? Ja. Ist scharf, gell? Ja. Ist scharf, gell? Ja, jetzt mal zwei. Das, was du jetzt gespielt hast, gell? Ja. Das war saugut. Hat mir echt gefallen. Das mit dem. Das. Na, vorher, ne? Ja, hat mir wirklich gefallen. Wirklich. Da trinke ich mal. Ja, brauche ich was. Von was ich hab's einen trockenen Hals. Du musst gleich austrinken. Das ist klar. Ich will es nicht mehr drin. Hast du eigentlich? Dass ich glaube ich schon lange nicht mehr irgendeinen Afro habe mit so einem schierigen Hut gesehen habe.
Ich hab ihn gerade vom Flohmarkt gekriegt. Mir gefällt er. Gefällt er dir nicht? Und haben die Leute am Flohmarkt akzeptiert, so wie du bist? Gefällt dir nicht, oder was? Haben die Leute akzeptiert, so am Flohmarkt? So Ja, sag, gefällt er dir oder gefällt er dir nicht? Ja, ich finde die scheiße. Echt? Die scheiße, ja. Ich finde ihn eigentlich ziemlich cool. Das ist ein Markenprodukt? Naja, es ist so ein Steirerhut halt, ne? Da kennen wir nicht. Passt das schon mal? Hol dir mal eine Flasche. 56er. Da, probier mal auf. Und? Warte mal. Ja, muss ich gescheit aufsetzen. Nein, ja, aber- es schaut schon ein bisschen... Es schaut schon... Nein, gib her. Mir passt auf jeden Fall besser. Nein. Nein, doch, das glaube ich schon. So. Rauchen wir mal eine? Rauchen wir mal eine, ja. Angefangen hat alles irgendwie mit den Platten von meinem Vater. Also mit Iron Maiden, Led Zeppelin, Pink Floyd, Bon Jovi, die ganzen Geschichten halt. Und da bin ich mit dem Besenstuhl dann vom Spiegel gestanden und hab eingesungen. Und dann war mal ein Freund von meiner Mutter bei uns und der hat da DVD vergessen. Und das war Jamiroquai live in Verona. Ich hab mir das so angeschaut und die hat mich so berührt und so fasziniert, dass ich sie mir sicher noch 1000-mal angeschaut habe. Und heute bekomme ich noch feuchte Augen, wenn ich mir die DVD anschaue. Mit 14 hat meine Mutter mir eine Motivations-CD gegeben und so einen berühmten österreichischen Radrennfahrer vom Wolfgang Fasching. Der hat so das Race Across the America öfters gewonnen. Das ist so ein arges Rennen von der Ost- bis zur Westküste. Auf jeden Fall hau ich mich ein ins Bett mit dem Discman am Bauch und höre mir das an. Und es fängt so an mit so einem autogenen Training in der Art, so Augen zu, tief durchatmen, entspannen. Und dann sagt der Fasching halt, man soll sich seinen innigsten Wunsch vom inneren Auge vorstellen und als Ziel setzen. Und dann liege ich so da und stelle mir das vor und gesehen habe ich dann die O2 Arena in London. Ich auf der Bühne, mega viele Menschen, alle jubeln mir zu und von da an habe ich gewusst, wohin die Reise gehen soll. Aber Rockstar ist halt kein klassisches Berufsbild und da kommt man irgendwie nur auf Umwegen und mit viel Glück zum Ziel. Überhaupt akzeptiert dann die Gesellschaft mit dem Wunsch erst dann, wenn du ihn erreicht hast. Und deshalb habe ich erst einmal meine Hafnerlehre gemacht, einen handfesten Handwerksberuf. Und dann habe ich auch versucht, die 40-Stunden-Woche zu leben, aber das bin ich nicht. Ich kann so nicht leben. Ich brauche keinen Beruf, um mich selber zu sein. Und oft habe ich halt den Eindruck, dass sie viel nur mehr darüber definieren, sie sagen, was sie arbeiten. Aber ist es dann das, was sie sein wollen? Ja, für mich habe ich die Frage schon längst beantwortet. Mir ist egal, was ihr von mir glaubt zu wissen oder zu denken. Mir ist egal, wohin es führt oder wie weit wir uns verpissen. Mir ist egal, warum ich hier noch immer sitze und mir kein Text einfällt. Mir ist egal, ich verdiene auch sowieso mit Text kein Geld. Alles, was ich will, ist in mir drin. Ich weiß, wohin ich will und worauf ich stolz sein kann. Viel zu viel vergeben, nächstes Jahr wird's besser sein. Unterhalte dich mit mir und du wirst für immer frei sein.
Zeit hat gezeigt, wie ich weit gehen kann. Der Ruf kommt mit dem Mord, der Mord mit dem Ruf, er ruft mich zu sich nach Hause. Der Versuch sucht mich, versuch ich, mich noch weiter zu steigern. Ich probiere die Zeit anzuhalten und stehe nun vor einer Pause. Wohin ich will, ist mir nicht egal. Besoffen und alleine in der Bar. Toben eine Menge in meinem Traum. Verzweifelt such ich danach, doch ich find es wohl kaum. Günther, hast du kurz Zeit? Wir müssen auch wirklich kurz